Wie war das für euch, dann auf einmal da nach Brasilien aufs Land zu kommen? Das muss ja der totale Kulturschock gewesen sein. Was erwartet mich denn an Lebenshaltungskosten im Land? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so die steuerliche Situation da? Ist es steuerlich vorteilhaft? Wie kann man sich das vorstellen? Sind die Supermärkte voll? Gibt es alles, was man braucht? Und ist es bezahlbar? Jetzt ist ja auch für dich als Familienvater, ich meine, gibt es ja auch immer Dinge, die jetzt sehr wichtig sind, also zum Beispiel ja gesundheitliche Versorgung oder auch Schulbildung. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute bei uns zu Gast Ümit Öztas. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Und eins der Hauptthemen wird ja heute sein, weil du selbst wohnst ja in Brasilien. Und das interessiert uns und unsere Zuschauer und Zuhörer wirklich sehr. Da mal von jemandem, der dahin ausgewandert ist, dort auch geschäftlich tätig ist, mal so aus erster Hand zu erfahren, wie läuft das so alles in Brasilien, wie ist das Leben dort, wie sieht die steuerliche Situation aus, wie läuft das, wenn man dort vielleicht auch als Unternehmer tätig ist und viele, viele Fragen. Bevor wir jetzt aber dann schon direkt starten, würden wir dich bitten, stell dich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Daniel. Vielen Dank dafür auch, dass ich ein Teil in eurer Podcast-Serie dabei sein darf. Ja, wie ihr hört, komme ich aus Deutschland. Ich habe zwar einen türkischen Namen. Ich bin Sohn von Gastarbeitern, also türkischer Einwanderer in Deutschland geboren. Also ich habe Einwanderung, Auswanderung schon in die Wiege gelegt. Habe in Deutschland studiert, Industriekaufmann gelernt, International Business and Management studiert, habe für Großkonzerne in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet, nachdem ich 2008 in die Schweiz ausgewandert bin. Und 2020 haben wir uns entschlossen, mit meiner brasilianischen Partnerin, die ich in Zürich kennengelernt habe, wo wir schon 10 Jahre zusammen sind und auch einen 5-jährigen Sohn haben mittlerweile, im Heimatland meiner Partnerin zu leben. Also ich kenne in Brasilien schon seit 10 Jahren und jetzt seit 2 Jahren lebe ich ganz fest hier. Erzähl doch mal ein bisschen, wo du in Brasilien bist. Also, und auch mal so, Brasilien ist ja ein Riesenland, sodass sich unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen vorstellen können, wie das so auf der Karte ungefähr ist. Ich meine, jeder hat mal so gehört, natürlich so ein bisschen von Rio und so. Also wie kann man dich einordnen geografisch? Also wenn man den Finger auf Rio setzt, auf der Karte, dann kann man nach links gehen Richtung Argentinien und Paraguay im Dreiländereck. Da sind auch die berühmten Wasserfälle, die Iguazu-Wasserfälle. Ich glaube, die sind mindestens genauso groß wie die Niagara-Wasserfälle in Nordamerika. Es ist ein touristisches Gebiet, also sehr landwirtschaftlich geprägt. Die Stadt, in der ich lebe, hat 17.000 Einwohner. Sehr ruhig, sehr entspannt. Also simple life. Argentinische Grenze 60 Kilometer entfernt. Also manchmal fahre ich da auch rüber mit meiner Familie und kaufe da auch leckere Weine aus Mendoza. Ja, es ist eine ruhige Gegend. Es ist nicht so diese typische bekannte Gegend, aber auf den zweiten Blick hat mir das sehr gefallen. Weil wenn man so in andere Städte geht, auch wenn man jetzt mal schon eine größere Städte fahren will, muss man schon 1 Stunde fahren oder 1,5 Stunden. Diese Städte gibt es schon viel länger, die haben Stacheldraht oder Elektrozaun. Hier sieht man sowas nicht. Also hier, auch wenn ich mit Brasilianern spreche, die hier geboren, aufgewachsen sind, woanders gelebt und gearbeitet haben, in São Paulo. Seitdem es die Pandemie gegeben hat, gab es auch so ein bisschen auch Landflucht mit Homeoffice auch innerhalb von Brasilien. Also ich habe jetzt auch brasilianische Freunde hier, die auch an der Küste gelebt haben, also viel älteren, entwickelten Städten. Es ist ganz interessant, das auch zu sehen. Und wie kommst du da, also von der Verkehrsanbindung, wie ist das jetzt genau? Also ich habe jetzt hier so eine Karte gerade vor mir, hier Google Maps. Ich sehe jetzt hier dann im Westen Paraguay und Argentinien. Ich sehe da Rio de Janeiro und Sao Paulo. Also das heißt, du würdest fliegen nach Sao Paulo. Und wie geht's dann weiter? Den Rest musst du 12 Stunden im Auto fahren. Wie willst du denn zu dir kommen? Also der nächste Flughafen ist 1,5 Stunden entfernt. Der bessere Flughafen, der eine bessere internationale Bindung hat, ist Foz do Iguaçu, da wo die Iguazu-Wasserfälle sind, ist ein internationaler Flughafen, natürlich für Südamerika. Also außerkontinental, glaube ich, gibt es da kaum Flüge. Dann von dort aus würde man ungefähr 1 Stunde nach São Paulo fliegen und von São Paulo 11 Stunden nach Zürich zum Beispiel. So war das ungefähr, die Strecke, die wir geflogen sind, also die Anbindung.
Direktflüge bis hierhin gibt's leider nicht. Also dann müsste das noch mehr touristisch erschlossen werden. Wächst zwar auch touristisch hier. Und jetzt mal so ganz salopp gefragt, bist du jetzt da mitten im Urwald oder wie muss man sich das so vorstellen von der Landschaft her? Nein, leider ist hier intensive Landwirtschaft, alles wird exportiert. Viel Soja, Maisanbau, Weizen, weil halt einfach das Klima optimal ist, das Land sehr fruchtbar. Es gibt auch Dschungel, aber leider gibt es da keine schönen Wanderwege, wie es in den Wäldern in Deutschland oder Schweiz oder Österreich ist. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber es gibt eine Region, wo ich nächste Woche hinreisen werde, mit einem Coaching-Schüler von mir. Der kommt morgen, den werde ich vom Flughafen abholen mit meiner Familie. Und wenn wir das Forst de Iguazú anschauen. Ja, es gibt ja einen Dschungel, man muss da natürlich geführte Touren machen. Das sind ja richtig wilde Tiere, Schlangen und Spinnen und was weiß ich was da würde ich mich nicht alleine reintrauen ohne einen Guide. Weil du jetzt bewusst ja nicht in Sao Paulo wohnst und sagst, du wohnst jetzt mehr so in einer ländlichen Gegend. Ist jetzt meine Frage, wir haben einige unserer Mandanten oder unserer Interessenten, die schauen so nach Ländern, wo man sich selbst versorgen kann. Wir wissen ja alle, was momentan gerade so auch so durch die Medien geistert. Viele machen sich Sorgen, wie geht's weiter? Und es gibt Leute, die suchen ganz gezielt Länder, wo man sagt, dort könnte ich mich selbst versorgen. Also im Prinzip alles, was ich so für meinen täglichen Bedarf habe, kann ich da selber anbauen. Wie ist das? Würde das klappen in Brasilien? Oder kennst du welche, die das so machen, die Selbstversorger sind? Also ich kenne hier Menschen, die auf dem Lande, also alle Familien hier, die haben, also auch meine Partnerin hat früher auf dem Lande hier gelebt, die haben das verkauft, den Bauernhof und haben sich ein Haus in der Stadt gekauft. Also wir haben jetzt auch vor den Toren der Stadt, hier 10 Minuten von hier entfernt, auch ein Grundstück gekauft also ein Landhaus mit 24.000 Quadratmeter. Da könnte man sich auch selbst versorgen. Wir haben auch einen kleinen Garten angelegt, aber es ist echt harte Arbeit. Dass so viel Unkraut wieder wächst und wenn man da nicht Chemie drauf kippen will, ist verdammt harte Arbeit bei den Wetterbedingungen, sich selbst zu versorgen. Wenn man das unbedingt will, kann man das machen. Wir könnten das machen, wenn wir wollten, aber wir bauen das jetzt zu einem Naherholungsgebiet, zu so einer kleinen Parklandschaft. Ich lasse da Rasen anpflanzen und wir wollen das auf Airbnb vermieten. Auch vielleicht so Hochzeiten, weil wir haben so eine schöne Aussicht in so ein kleines Tal, alles grün, ruhig, weit weg von der Hauptstraße. Das ist so ein Projekt, was ich jetzt nebenbei mache. Macht mir sehr viel Spaß und das, was wir hier selber vermissen, so touristisch, man muss ein bisschen weiter wegfahren, um halt sowas zu erleben. Und dachten wir, machen wir das für uns selbst, sonst wohnen wir halt selber dort. Aber man kann das machen. Ich kenne auch ein paar Deutsche hier, aber ich kenne jetzt keinen, der das selbst macht. Ich weiß, da gibt es so ein bisschen diese Idylle, den Traum, habe ich auch geträumt, als ich in der Schweiz gelebt habe, sich selbst versorgen können, autonom. Das ist, in der Zeit kann man lieber was anderes schaffen, arbeiten und sich die Sachen kaufen. Wie teuer ist denn das Leben? Also, wie kann man sich das vorstellen? Sind die Supermärkte voll? Gibt es alles, was man braucht? Und ist es bezahlbar? Wie sieht das aus in Brasilien? Ja. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Kommt drauf an, was man konsumiert. Also Lebensmittel sind im Schnitt günstiger. Essen gehen ist günstiger, also mit 12 Euro oder so essen wir die ganze Familie zum Mittag in so einem Buffet. Da kann man alles ist günstiger als die Schweiz, ja. Es ist kein Thailand, es ist kein Billigreiseland oder Billigland. Also wenn man sagt, wo ich hier jetzt lebe, ist nochmal günstiger als in den größeren Städten. Wenn man so Churrasco essen will, so für 10 Euro kriegt man so viele Fleischspieße ohne Ende, also dass man da genug hat und irgendwann mal sagt man, jetzt reicht's. Der einzige Nachteil ist halt, es ist sehr einseitig. Ja. Es ist zwar lecker und das vermisse ich so ein bisschen, deswegen reise ich hin und wieder in die größeren Städte, um noch ein bisschen mehr Auswahl zu haben, von kulinarisch. Also es ist hier sehr viel von italienischen Einwanderern geprägt, auch deutsche Namen sehe ich hier auch. Es ist ein Schmelztiegel von europäischen Einwanderern. Ich spüre auch diese gleichen Werte, konservativen Familienwerte, wie es in Deutschland auch oder Europa der Fall war. Also es ist ganz interessant, ich fühle mich hier ganz wohl. Also eine Familie, gut, wir gehen auch viel essen und wenn man, sag ich mal so, nur das Notwendigste ausgeben würde, mit 1.000 Euro, 1.500 Euro, je nachdem, wie man lebt. Also wir zahlen hier für eine 4,5 Zimmerwohnung 260 Euro Miete plus Strom und so weiter, sagen wir mal 300 Euro. Wahnsinn. Wenn man 3 Klimaanlagen laufen hat, sind die Stromkosten höher. Also das kompensieren wir jetzt auch bald. Auf dem Landhaus kommt eine Photovoltaikanlage. Dann wird das hier auch mit dem Apartmentstromanschluss dann verrechnet. Da müssen wir noch die Grundgebühr bezahlen. Also aktuell gibt es einen Boom.
Darauf habe ich sehr lange gewartet, also dass die Photovoltaik-Installation hier boomen. Vor 10 Jahren habe ich gefragt, jeden Tag scheint die Sonne, auch im Winter. Also warum ist das hier nicht? Wahrscheinlich wird das nicht politisch gewollt. Jetzt boomt das irgendwie auf einmal. Ist ja alles green, das ist ja der Trend. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein Kapitel zurückgehen, obwohl es total spannend ist, was du uns gerade alles erzählst. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, wir haben ja auch schon einige andere Podcasts gemacht, so, und es gibt ja jetzt, wenn man so in so einem groben Umfeld von Brasilien guckt, da gibt es interessante Länder wie zum Beispiel Uruguay, Paraguay, Chile, gut, Peru, vielleicht ist nicht unbedingt ganz so unter den ersten Traumländern in Südamerika, aber wir haben natürlich weiter oben dann auch kommen wir dann relativ schnell auch zu Panama zum Beispiel, zu Panama und so weiter und so fort. Also ist einfach die Frage, warum sollte man jetzt sich für Brasilien interessieren? Also jetzt mal, aber versuch's mal kurz auf den Punkt zu bringen. Was ist jetzt der Punkt, warum sollte ich jetzt sagen, na, es muss Brasilien sein? Also, wenn man ein bisschen unternehmerisch begabt ist, das ist ein riesiges Wachstumsland mit 220 Millionen, Durchschnittsalter 29 Jahre. Man kann hier wirklich was aufbauen. Also das hier wollen die Leute nach vorne. Es ist nicht so gesättigt. Die Lebensfreude ist ansteckend. Das ist nicht so Trübsalblasen, wie man das so teilweise gewohnt ist. Oder das spüren auch Leute, also Menschen in Südamerika. In Brasilien ist das natürlich besonders der Fall. Und also mich fasziniert das Land, und dieses Land wird auch in den nächsten Dekaden eine wichtige Rolle spielen. Also diese BRICS-Staaten sind ja auch bekannt und ist quasi eine Regionalmacht wirtschaftlich hier. Und das Land ist weiterentwickelt, als man denkt. Das ist hier keine Bananenrepublik. Ich habe jetzt eine 250 Mbit Datenleitung. Ich könnte sogar noch eine schnellere haben. Also das ist hier, wenn ich mit Freunden oder Kollegen zoome, dann ist es meistens, dass bei denen die Internetleitung nicht gut funktioniert. Also ich habe hier eigentlich fast nie Probleme. Obwohl alles hier außen, kann ich sehen, wie die Kabel da hängen an den Masten. Funktioniert, dann wird das halt geflickt. Hier ist nichts terrestrisch, also eingebaut. Das ist alles überirdisch. Ja, es hat ein Riesenpotenzial. Auch der E-Commerce-Markt, wo ich auch selber unterwegs bin, wo ich auch eine Lederwarenmarke seit 2017 gegründet habe, wo ich erfolgreich auch in den USA verkaufe, weltweit auch. Hier versuche ich das jetzt auch zu lancieren. Und wenn man diese Barriere einmal geschafft hat, in den brasilianischen Markt reinzukommen, das ist sehr gute Konsumenten, die sind sehr dankbar, geduldig, und ist zwar natürlich auch, viel wird auch mit auf Kredit, auf Pump, mit Teilzahlungen gemacht, aber es ist hier die Kultur. Bei den Amerikanern ist es ja auch nicht anders, dass die Kreditkarte ausgereizt wird, bis zum Geld dafür. Jetzt, du bist jetzt ja, du hast ja vorhin schon beschrieben, du hast ganz verschiedene Wurzeln, das türkische Wurzeln, du kommst aus Deutschland, hast viel in der Schweiz gelebt, bist also sehr kosmopolitisch. Wie würdest du jetzt so den Wechsel nach Brasilien beurteilen, wenn du so rückschaust? Es muss ja gewesen sein, wenn ich jetzt vorstelle, von Zürich, auch für deine Partnerin, die ja auch mit dir lange in Zürich gewohnt hat. Wie war das für euch, dann auf einmal da nach Brasilien aufs Land zu kommen? Das muss ja der totale Kulturschock gewesen sein. Also so ein Schock war das ja nicht. Ich kenne das ja hier schon sehr lange. Das ist im Heimatort meiner Partnerin. Also ich würde jetzt, wenn ich das entscheiden würde ich jetzt ein bisschen näher an der Küste leben. Wir leben jetzt hier auch, weil die Eltern, meine Partnerin hat fast 20 Jahre in der Schweiz gelebt, hat natürlich weit von der Familie, immer im Urlaub die Familie besucht, und der Vater hat Alzheimer, ist über 80, die Mutter ist auch schon weit über 70, und ich verstehe auch, dass sie ein bisschen Zeit mit der Familie, mit den Eltern verbringen will. Es ist auch ein sehr kinderfreundliches, familienfreundliches Land. Man kann überall hingehen mit den Kindern, man wird nicht irgendwie komisch angeschaut oder so. Kinder werden einfach herzlich begrüßt. Es ist einfach sehr Kinderparadies, würde ich sagen. Also hier braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Jeder freut sich, irgendwie ein Kind zu sehen. Also das ist eine ganz andere Kultur. Jede Familie hat mindestens 2 Kinder hier. Deswegen wächst auch die Population. Also hier würden locker eine Milliarde Leute passen. So viel Fläche ist hier. Man hat auch das Gefühl von Raum und Freiheit. Also diese Stadt ist von den Gründern von nicht mal 70 Jahren, war hier wahrscheinlich Urwald, die sind aus dem Rio Grande do Sul, also ist in den südlichen Bundesstaat gekommen, haben wir natürlich alles irgendwie zivilisiert, besetzt, Grundstücke abgesteckt, so wie im Wilden Westen damals. Sie haben das auf dem Schachbrett geplant, also es ist richtig viel Platz, richtig Quadras, eine Quadra hat fast 100 Meter, also so ein Block, und großzügige Avenidas. Ich kann überall mit dem Auto hinfahren, einfach parken und muss keine Parkplatzgebühren bezahlen. In größeren Städten ist das natürlich anders der Fall, aber hier ist einfach alles
ich habe überhaupt keinen Verkehrsstau und keinen Stress. Also ich könnte auch zu Fuß gehen, natürlich bei der Hitze draußen rumlaufen. Da sitzt man lieber im klimatisierten Auto. Und aber jetzt du, neben all diesen positiven Dingen, die du jetzt beschreibst, du hast schon gesagt, du bist ja auch erfolgreich im E-Commerce tätig, hast erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, hast ja auch verkauft. Bist du jetzt jemand, der jetzt sagt, okay, ich lebe in Brasilien, habe aber mein Einkommen letztlich aus Europa, aus den USA und deswegen kann ich es ja aushalten? Oder würdest du auch sagen, man kann tatsächlich dort auch leben und dann lokale Einkommen produzieren, als Unternehmer zum Beispiel? Könnte man machen, da muss man sich ein bisschen Zeit lassen, die Sprache und Kultur richtig eintauchen. Für mich ist es einfach, weil ich ja schon durch Netzwerk, Freundes- und Familiennetzwerk durch meine Partnerin, ich fühle mich gar nicht wie Ausländer. Also ich bin halt der Ümit, die nennen mich ja Turko, also weil ich den türkischen Namen habe und teilweise können sie mich, manchmal meinen sie, ich bin der Deutsche oder ich bin der Schweizer. Also ich bin halt Kosmopolit, wie jeder sagt, wie du gesagt hast. Und ich würde empfehlen, es ist viel bequemer, um sich diesen ganzen Kulturschock zu haben, sich was nebenbei vorher aufzubauen. Da helfe ich ja auch. Also Einwanderung beginnt schon viel früher, also Auswanderung. Und da kann man sehr elegant, bequem vom Laptop aus, einfach Internetleitung kostet auch nicht die Welt, auch einfach Zeit gegen Geld gut verdienen und die Lebenshaltungskosten verdienen. Und man kann auch das Land bereisen. Also es bringt ja nichts, wenn man in so einem schönen Land ist und dann festsitzt, weil man da irgendwie so eine Tätigkeit macht, die man nicht mehr gelernt hat. Man muss nicht das weitermachen, was man früher gemacht hat. Man kann sich auch neue finden und so ein bisschen umgucken mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Hier im Inland gibt es auch Möglichkeiten. Da würde ich mir ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Womit ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, ist auch Vermieten auf Airbnb hier in Brasilien oder um etwas zu bauen, zu verbieten. So Kleinstwohnungen haben sehr hohe Rendite. Also da kann man 12% im Jahr schaffen. Ich habe mich auch mit der Börse in Investitionen, habe ja ein Netzwerk von Investmentberatern geknüpft. Also ich darf selber legal hier keine Investmentberatung machen, aber ich habe ein Netzwerk und ich habe jetzt nicht mein Vermögen alles hier hingeholt. Also macht keinen Sinn, auch die politische Situation. Es gibt aktuell einen Machtkampf zwischen links und rechts. Das beobachte ich auch sehr eng. Uns gefällt es hier. Wir hoffen, dass es hier alles stabil bleibt und nicht so wie Venezuela oder Argentinien. Aber falls alle Stricke reißen, können wir auch also wir haben auch einen Wohnsitz in Paraguay, wir können auch dahin gehen, können auch zurück in die Schweiz. Also aktuell ist es gut hier für uns, passt für uns und wir haben ja mehrere Staatsbürgerschaften, deswegen wäre das kein Problem für uns. Jetzt hast du in dem, was du alles so wunderbar gerade erklärt hast, 2 Stichworte gegeben, wo ich gerne nochmal nachhaken möchte. Das eine ist, du hast vor uns gesagt, Lebenshaltungskosten hier mit lokalen oder externen Business erwirtschaften. Da würde uns dann gerne mal interessieren, vor allem natürlich unsere Zuschauer und Zuhörer, die sich für Brasilien interessieren, was erwartet mich denn an Lebenshaltungskosten in dem Land? Wie kann man sich das vorstellen? Das zweite ist, du hast erwähnt, du selber darfst keine Investmentberatung machen. Das ist nämlich durchaus eine sehr wichtige Frage für jemanden, der auswandert und bestimmte Berufsbilder jetzt sozusagen ausüben will, zum Beispiel Rechtsanwalt, zum Beispiel Arzt, wie auch immer. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen in südamerikanischen Ländern, über die wir auch in anderen Folgen schon gesprochen haben. Also in einigen südamerikanischen Ländern ist das sehr, sehr einfach, wenn jetzt jemand Arzt ist oder Anwalt zum Beispiel, dann auch diesen Beruf dort wieder auszuüben. Und in anderen Ländern geht es eigentlich fast nie, es sei denn, man bekommt die Staatsbürgerschaft. Ja, Staatsbürgerschaft als Vater eines Brasilianers hätte ich ja schon nach einem Jahr, hätte ich schon die Möglichkeit, die zu beantragen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Das überlege ich mir noch. Dann muss ich nachfragen. Also wenn jetzt jemand in diesem Land ein Kind sozusagen Welt bringt. Ne, sozusagen, ja. Du kannst es zur Welt bringen, aber ja, das sozusagen Vater, dann hast du die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Ist das so? Ja, also gemäß der brasilianischen Verfassung, man kann hier Urlaub machen, gibt es auch viele, die das machen, das Kind hier zur Welt bringen, ganz normal, das gibt es genauso, Krankenhäuser, Spitäler, Geburtshilfe, wie man es im Westen gewohnt ist, wenn man ganz normal Cash bezahlt, kostet auch kein Vermögen. Dann hat man gemäß Verfassung, also dann kriegt das Kind die brasilianische Staatsbürgerschaft und dann gibt es durch Familienzusammenführung, könnte man die Eltern auch quasi hierhin holen. Also dann hätte man gleich Wohnsitz, wie es bei mir der Fall ist. Also unser Sohn ist in Zürich, Kanton Zürich geboren und aufgrund dessen, also ich bin nicht mehr mit meiner Partnerin verheiratet, wir leben halt in der Ehe ähnlich in der Gemeinschaft und das wird halt so als union estable anerkannt, aber das war gar nicht relevant. Hauptsache ich bin der Vater, ich sorge für ihn und ich bin hier.
Und das war das Entscheidende. Also wenn man das alles nicht hat, dann muss man hier investieren. 1 Million Reals in Südbrasilien. In Nordbrasilien sind das 750.000. Das ist jetzt nicht gerade wenig Geld. 150 bis 200.000 Euro. Also man kann das vielleicht dann aufteilen, mehrere kleinere Immobilien in guten Lagen, die dann quasi, die man gut vermieten kann, die eine Rendite bringen. Also gute Rendite. Und dann eine Immobilie selber wohnen. Oder man muss irgendwie einen Arbeitsplatz gründen mit Mitarbeitern. Das ist ein bisschen komplizierter. Also wenn man das alles nicht will, man kann es auch so machen. Also mein Alternativplan war eigentlich in Paraguay Wohnsitz zu haben und immer wieder hier zu Besuch zu kommen. Das hat sich geändert. Die Pläne ändern sich halt. Seitdem der Vater von meiner Partnerin Alzheimer bekommen hat, haben sie dann entschieden, dass wir dann lieber doch hier bleiben. Das können wir dann auch wieder ändern. Dass man möglichst viel Zeit mit der Familie verbringt. Wir sind jetzt auch nur 200, 300 Meter von denen entfernt. Und ist okay für mich. Also die letzten 2 Jahre sind schnell für mich umgegangen. Also ich habe Portugiesisch nicht so gut gesprochen wie heute. Ich habe mein Spanisch dazu verwendet. Die Brasilianer denken, ich bin Argentinier, weil ich halt so einen spanischen Akzent habe in meinem Portugiesisch. Das ist immer jedes Mal lustig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig beantwortet habe. Vielleicht bin ich zu sehr abgeschwiffen. Ich wiederhole nochmal den ersten Teil der Frage. Also Lebenshaltungskosten, ne? Weil jemand aus Brasilien kommt und egal, ob er jetzt, wie Sebastian das erwähnt hat, von Auslandseinkommen leben will, weil er vielleicht YouTuber ist, weil er irgendein anderes Business hat, was auch immer, vielleicht auch Krediten lebt, wie auch immer. Also was brauche ich für einen vernünftigen Lebensstandard in Brasilien? Und du bist ja jetzt selber mehr in der ländlichen Gegend erwähnt, aber es gibt natürlich auch noch Sao Paulo und deswegen wäre interessant, zu wissen, womit muss ich rechnen? Also größere Städte sind natürlich teurer, die Mieten sind teurer, so eine Wohnung würde dann vielleicht das Doppelte kosten. Das Miete hat natürlich einen Einfluss, ob man viel essen geht, ob man irgendwelche Vergnügungsferien macht irgendwo, selber touristisch unterwegs ist. Aber wenn man einfach nur an dem Ort bleibt, wo man ist, dann kann man so 1.000 Euro gut leben. Also wenn man natürlich mehr machen will, also wir leben natürlich mit mehr, also im Schnitt geben wir 2.000 bis 3.000 Euro aus im Monat. Wir sind natürlich eine dreiköpfige Familie. Wir haben 2 Autos, wir haben diese Wohnung. Ich weiß jetzt auch, wenn ich jetzt von den Ausgaben, die ich im Monat habe, sind auch einiges Investitionen. Ich trenne das jetzt nicht so genau. Also wenn ich jetzt natürlich nur auf das Notwendigste reduzieren würde, dann kann ich ganz schnell downsizen, also das reduzieren, wenn es sein müsste. Also, zum Beispiel Benzin zahle ich hier 1 Euro umgerechnet. Wenn ich in Argentinien fahre, da ist das Benzin sogar besser, ist nicht mit Ethanol gestreckt, dann zahle ich 70%. Ich fahre im V6 SUV. Also das ist auch aus Sicherheitsgründen, weil hier sehr viele Verkehrsunfälle passieren. Als Familienvater möchte ich natürlich meine Familie maximal schützen und versuche dann im Falle eines Unfalls, wo ich nicht dran schuld bin, dass ich wenigstens gut geschützt bin, 6 Airbags habe, also ein größeres Auto. Du hast gerade eben schon erwähnt, also du hast jetzt das Glück, du hast einen Sohn, der ist Brasilianer, das dann erwähnt. Wenn man das nicht hat, dann muss man entsprechend dann entweder in Paraguay wohnen, halt zu Besuch kommen, oder ansonsten muss man investieren oder ansonsten ein Unternehmen gründen, um letztlich dann mit Mitarbeitern und so weiter, was man ja aus vielen Ländern kennt, um dann dort letztlich eine Aufenthaltserlaubnis in Brasilien zu erlangen. Das heißt, wir haben ja viele Mandanten, die sind digitale Nomaden. Die sind also letztlich Freiberufler und haben jetzt nicht vor, großen Unternehmen zu gründen. Für die wäre es jetzt schwierig, sagen wir mal, zu sagen, eine 1- bis 2-jährige Aufenthaltserlaubnis dort zu bekommen. So ein digitalen Nomadenvisum, wie man es ja aus anderen Ländern kennt, gibt es in Brasilien noch nicht, ja? Gibt es. Seit einem Jahr gibt es das. Das ist vielleicht nicht so bekannt. Ich habe mich jetzt im Detail damit nicht auseinandergesetzt, aber man muss irgendwie nachweisen, dass man regelmäßig Einkommen hat und alles, was man hier erwirtschaftet, ist da steuerfrei. Nach einem Jahr, vielleicht hat man sich dann verliebt oder verguckt in eine Brasilianerin oder einen Brasilianer. Und dann, wenn man einfach nur in einer ähnlichen Gemeinschaft lebt, reicht das auch schon aus. Also ich kenne auch Deutsche, die das auch, den Wohnsitz quasi hier auch haben dadurch. Also das kann man natürlich irgendwie so organisieren, dass es so ist, aber am besten ist natürlich, wenn es dann wirklich so ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob jetzt die Leute kontrollieren, also wie man in Deutschland sagt, so Scheinehe oder so. Aber ich denke, wenn man sich sowieso fürs Land interessiert und irgendwie Single ist, also hier findet man vielleicht schon jemanden, der zu einem passt. Ja.
Okay, also das heißt, es gibt einen digitalen also du hast gesagt, seit kurzem, damit kann man also in Brasilien leben, wenn man also jetzt hier regelmäßiges Einkommen hat, entsprechend eben dort im Ausland für ein Unternehmen beschäftigte Einkünfte hat. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein positiver Schritt. Wie muss ich jetzt mir das Ganze vorstellen? In Brasilien ist ja doch ein sehr wichtiges Thema. Wie ist so die steuerliche Situation da? Mir ist ja schon klar, du bist jetzt ja kein Steuerberater, also jetzt hier keine detaillierte Abhandlung, aber so jetzt, man kann ja so allgemeine Aussagen treffen, ist es steuerlich vorteilhaft oder eher nicht? Wie würdest du das sehen? Und ist jetzt auch vor dem Hintergrund, dass jetzt ja doch wir hier vor einem politischen Umbruch stehen, vielleicht eher nach links. Hast du da Bedenken, dass sich da was dran ändern wird? Oder wie siehst du das? Ja, Bedenken. Ich kann die Welt nicht verändern. Also ich kann das nur mich darauf immer anpassen. Also aktuell passt es. Steuerlich ist es sehr bürokratisch, sehr kompliziert. Ich glaube, nach Deutschland oder in Deutschland ist es Kopf an Kopf. Es ist jetzt teilweise eine Steuerhölle, sag ich mal, je nachdem, was man für ein Businessmodell machen will. Ich habe ein Unternehmen hier, Limited, mit der ich Beratungen auch mache. Also die ist jetzt nicht so hoch besteuert. Natürlich, wenn der Umsatz steigt, ist ein ganz anderes Konzept. Das wird auch nach der Rechnungssumme besteuert, ein Prozentsatz. Die meisten machen, glaube ich, so. Wenn ich das mit meinem Buchhalter hier bespreche, man kann auch entscheiden, also wirklichen Gewinn auf Basis des wirklichen Gewinns besteuern lassen. Wie es halt wir in Deutschland, Schweiz, Österreich und so gewohnt sind, dass man das so machen kann. Es gibt aber auch so Mikroempresas, so bis zu einem Umsatz von 50, 60, 70.000, glaube ich, zahlt man fast keine Steuern. Also das ist eher so für Handwerker. Da muss man auch genau sagen, okay, ich bin Friseur oder ich bin ein Maurer, ich bin Klempner. Da muss man halt das sehr spezifisch halten. Es ist jetzt nicht so, ich sehe hier wirklich sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die sind wirklich sehr erfolgreich, also finanziell frei. Und auch zum Beispiel mein Chiropraktiker, wenn ich sehe, also was der an Geld verdient, macht auch einen super Job. Also wenn man da irgendwie begabt ist und seinen Beruf anerkennen lassen kann. Also Brasilianer zum Beispiel gehen auch nach Ciudad del Este und studieren dort Medizin. Ist viel billiger, viel günstiger und dann lassen sie sich sie anerkennen, weil das ja Mercosur ist. Ich glaube, Südamerika wird sich ein bisschen mehr zusammenschweißen auch. Jetzt gibt es so Gespräche, dass Brasilien mit Argentinien zusammen eine Währung haben will. Also ich weiß nicht, wird so ein Euro, südamerikanischer Euro vielleicht. Also keine Ahnung, was da alles. Da gibt es ja vieles, was durchs Dorf hier gejagt wird. Ja, wir leben in sehr spannenden Zeiten und hier ist es auch auf jeden Fall nicht langweilig. Also du hattest jetzt gesagt, bei so einem kleinen Unternehmen, was dort in Brasilien tätig ist mit relativ geringem Umsatz, sind die Steuern relativ günstig. Also was wäre hier für so einen Steuersatz zu erwarten ungefähr? Unternehmen, je nach Branche, da geht der Staat hier sehr spezifisch auf die Industriebranche. Beratung wird nicht so stark besteuert. Also wenn ich zum Beispiel Beratung im Inland mache, Unternehmensberatung, das ist nicht reguliert, zum Beispiel, dann sind das 6% Steuern auf den Umsatz. Das ab einem bestimmten Umsatz wird das dann mehr, aber es muss man schon sehr viel Umsatz machen. Dann steigt das jedes Mal um 1%. Wenn ich jetzt im Ausland die gleiche Beratung gebe, sind das nur 3%, weil dann sind einige Abgaben werden nicht abgeführt. Also das ist dann schon ein Dickicht an Abgaben, sag ich mal auch so an die Rentenkasse, die Sozialversicherung und so weiter. Sonst auch im Schnitt so 15% für Körperschaften, teilweise vielleicht ein bisschen mehr. Einkommensteuer so ab 5.000 Real, das sind ungefähr 1.000 Euro. Dann wird man alles, was man nach 5.000 Real verdient, mit 27,5% besteuert. Ja. Also es ist schon Steuerverhältnis für Deutschland, die Sozialabgaben und so weiter. Ich empfehle niemanden persönlichen Einkommen besteuern zu lassen. Lieber halt so eine Mikroempresa, vielleicht mit dem Beruf, den man gelernt hat, vielleicht einen guten Job machen, sich einen Namen machen, wenn man unbedingt da handwerklich arbeiten will. Oder man lernt und macht irgendwas online. Also man kann zum Beispiel Callcenter arbeiten. Es gibt genug solche Jobs. Also die arbeitet quasi virtuell im Heimatland und lebt hier. Und man könnte sogar ortsungebunden dann hier das Land bereisen, vielleicht mal einen Monat da, einen Monat hier bleiben. Wenn man Single ist und das machen will, als digitaler Nomad ist es perfekt. Aber du würdest jetzt also auch wenn du jetzt hier Mandanten hast und du jetzt Coaching-Kunden hast, die zu dir kommen und sagen, naja, ich will ja gerne in Brasilien nehmen, dann würdest du denen auch empfehlen zu sagen,
naja, mach lieber irgendwie ein Auslandsbusiness, wie ja du zum Beispiel so ein E-Commerce hast im Ausland. Das ist im Grunde dann die Sache, die dann wahrscheinlich weniger auch kompliziert ist mit den Steuerbehörden dort. Ja, also für mich hier in Brasilien leben, ist es einfacher, nach USA zu importieren und da physisch Waren vorzuhalten, im Fulfillment Center zu verkaufen, als hier nach Brasilien zu importieren. Also ich setze mich jeden Tag damit auseinander. Wenn man diese Hürde schafft, dann hat man einen sehr schönen Markt vor sich. Ja, man muss sich da reinfuchsen. Man muss das auch unbedingt wollen. Also man muss es aber auch nicht so schwer machen. Ja? Nur weil man hier lebt, muss man nicht unbedingt hier Geld verdienen. Da würde ich mir ein bisschen Zeit lassen und dann auch nicht beim erstbesten Chance da irgendwie was machen. Also ich habe ja auch meinen Nachbar, der mir unter mir wohnt im Apartment, ist ein junger Mann, macht Dropshipping, macht irgendwie digitale Produkte. Jetzt hat er mich angeschrieben, ich habe eine Geschäftsidee. Ich höre mir das mal an, ich finde das ganz spannend. Und vielleicht mache ich auch was mit ihm zusammen oder mit meinem Buchhalter zusammen. Haben wir auch überlegt, ob wir irgendwie eine Franchise-Kette, also hier gibt es auch gute Franchise-Ketten, die interessant sind, ob wir Brick-and-Mortar-Business machen. Also hier fehlt es an allem. Man muss halt genau die Nische finden. Ist die Stadt groß genug dafür? Dann halt Mitarbeiter einstellen. Das würden wir, denke ich, selber operativ machen. Also das aber Piano, langsam. nicht immer alles auf einmal. Also Möglichkeiten gibt es, wenn ich sehe auch, wie Leute, Unternehmer Geld verdienen und ich rede auch gerne mit denen. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber am einfachsten ist es, wenn man erstmal Fuß fassen will, sich eine Einkommensquelle außerhalb von Brasilien aufzubauen, auch wegen den Wechselkursrisiken. Letztes Jahr hat sich der Real gut gehalten, aber 2020 ist er abgeschmiert, auf einmal 20-30% gegen den Dollar verloren. Es ist jetzt so eine charttechnische oder bärische, also eine bullische, bärische Flagge, sieht das aus. Keine Ahnung, wo das hingeht. Ich gucke mir das auch jeden Tag an, weil ich meine Ausgaben, also mein Cash quasi in Dollar halte und dann wenn ich ausgebe, wird das dann aktuell gewechselt. Ja. Also ich versuche nicht so viel real zu halten. Wenn ich das habe, dann versuche ich das mal anzulegen, dass wenigstens die Inflation ausgeglichen wird. Ich brauche ja als Deutscher oder Schweizer, wenn ich nach Brasilien einreise, brauche ich überhaupt ein Visum oder kann ich da als Tourist mich eine gewisse Zeit aufhalten ohne Visum? Man kann einfach in den Flieger steigen, losfliegen und 90 Tage hier bleiben. Man ist ja immer ein Passstempel. Wenn man länger als 90 Tage bleibt, dann muss man pro Tag eine Strafe von 100 Real bezahlen. Das sind ungefähr 20 Euro. Man verliert nicht sein Recht, nachher wieder einreisen zu können, ne? Ja, wenn man es übertreibt, schon, denke ich. Aber man muss dann 3 Monate raus. Und man kann aber auch diese 3 Monate auf 6 Monate verteilen. Mal einen Monat hier, mal einen Monat woanders. Deswegen auch der Tipp mit Paraguay, dass man da seinen Wohnsitz hat und immer wieder mal einen Monat sich in Brasilien aufhält und dann wieder in Paraguay. Da kann man das auch schön aufteilen. Also der Staat schaut immer, die Polizia Federal schaut immer 180 Tage nach hinten. Die letzten 180 Tage darfst du nicht mehr als 90 Tage hier gewesen sein. Also das kannst du einen Tag nein, würde auch gehen. Ne? Also dann müsstest du was beantragen. Ja? Entweder, keine Ahnung, man könnte vielleicht mal länger bleiben, wie einen Sprachkurs buchen. Schadet ja nicht, die Sprache auch zu kennen, wenn man das Land gut findet. Oder digital Nomadenvisum. Ja, oder ganz normal versuchen einzureisen, so wie ich das auch gemacht habe. Also wenn jemand Lust hat auf Brasilien, das mal ausprobieren möchte, kann man sagen, okay, ich gehe dahin, kann ich 90 Tage da bleiben. Wenn ich dann Kunden im Ausland habe, sowieso zum Beispiel als digitaler Nomade oder sonst was, kann ich die ja weiter bedienen als Tourist. Wenn ich dann länger da bleiben will, dann scheint das digitale Nomadenvisum ja auf jeden Fall einfach zu sein oder relativ einfach zu sein. Das ist ja dann eine Möglichkeit, habe ich gelesen, man kann, habe jetzt gerade eben nachgelesen, man kann, glaube ich, bis zu 2 Jahre dann sogar bleiben. Ist natürlich dann dem brasilianischen Steuersystem ausgesetzt, das du ja schon als ziemlich kompliziert und so weiter beschrieben hast. Also da muss er dann wahrscheinlich sich gut überlegen, wie man das da macht, wie man das plant. Aber im Grunde genommen, wer hier jetzt aus dem Ausland Einkünfte hat und es nachweisen kann, dem scheinen ja alle Türen und Toren da offen zu stehen. Genau, also es ist relativ frisch. Ich weiß nicht jetzt, wie sehr das angenommen wird. Es gibt jetzt nicht so wie in Thailand diese Orte da im Landesinneren oder Phuket, da diese Inseln, da die digitalen Nomaden-Hotspots, die sind natürlich sehr beliebt. Hier gibt es so ein bisschen digitalen Nomaden-Hotspots, vielleicht ein bisschen São Paulo oder Florianópolis. Das kennen auch viele nicht, das ist sehr schön. Der vorgelagerte Insel mit der Lagune, also da gehe ich jetzt auch nächste Woche mit meinem Coaching-Schüler dahin. Einfach wunderschöne Landschaft.
Südbrasilien, also diese deutsche Einwanderer, zweitgrößte Oktoberfest der Welt in Blumenau, da gehen wir auch hin. Das muss man einfach gesehen haben. Also davon wusste ich gar nicht, als ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Also ich finde das schön. Also ich habe ein bisschen Heimatfeeling. Also Und wie ist denn das in Brasilien? Also man hat ja oft so, bei Südamerika denke ich jetzt, wenn man so ein bisschen ignorant ist und sich wirklich auskennt, so ein bisschen so, die schert immer ein bisschen alles über einen Kamm, ja. Sagt man so, naja, was ist es chaotisch, es gibt viel Gewalt, Drogen, Kidnapping, Sicherheit ist ein Problem und so. Wie würdest du das in Brasilien beschreiben? das kommt ganz darauf an, wo in Brasilien. So wie es in den USA auch ist, da redet ja auch keiner, ob man da hinfliegen soll oder nicht, ob es gefährlich ist. Ist es hier genauso? Also Brasilien ist, muss ich leider, mein Eindruck ist, dass man eher ein schlechteres Bild hat. Ja, es gibt Gewalt, es gibt Überfälle, es gibt also nach meiner Einschätzung, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, ich bin ja sehr viel gereist hier, ich bin noch nie überfallen worden, ich bin auch nicht in die gefährliche Situation gekommen. Was viel gefährlich ist, halt, wenn man hier reist mit eigenem PKW oder Mietwagen, dass man eher in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, unschuldig. Ist viel wahrscheinlicher, dass man da irgendwie Schaden von bekommt. Ja. Also man wird überhaupt nicht respektiert, das ist einfach keine Geduld. Und ich habe hier meinen Führerschein ja auch umgeschrieben. Ich habe noch nie so viele psychologische Tests durchlaufen müssen. Ich habe ja noch einen Lastwagenführerschein auch. Dann musste ich musste sogar hier von meinen Beinen Haare abrasieren lassen, damit sie das toxisch testen, ob ich jetzt irgendwie Drogen konsumiere oder so. Da habe ich schon gestaunt. Psychotest, ich musste da so Linien machen, immer wieder ganz geduldig, bis die Psychologin sagt, ja, stopp. Oder sie hat mir ein Zeichen gegeben, da musste ich eine Querlinie machen und dann weiter. Und sie wollen sehen, ob ich geduldig bin. Aber wenn ich in den Straßenverkehr schaue, keiner ist geduldig, lässt keinen Sicherheitsabstand, man wird überholt, dann quetscht man sich nach vorne rein irgendwie. Oh, es ist einfach ein Abenteuer. Deswegen habe ich auch so ein großes Auto. Also es ist einfach einfach passive Sicherheit ein bisschen mehr. Und die Behörden? Also, weil du hast gerade von uns das Beispiel Verkehrsunfall erwähnt. Also ja. Ist jetzt so, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt als Ausländer einen Unfall hat mit einem Einheimischen, da gibt es ja so Länder, wo dann die Polizei immer zugunsten des Einheimischen entscheidet und der Ausländer ist immer schuld? Oder ist man da fair? Das will ich überhaupt nicht sagen. Also das ist hier, die Brasilianer total wertoffen, die machen da keinen Unterschied. Also da muss man wirklich, also hier in der Region, wo ich lebe, ist das nicht so. Also da, dass der eher für den Gunsten was Brasilianers ist oder so. Also die Polizei greift hier sehr hart durch. Also ich bin auch schon mal beim Überholverbot erwischt worden. Das war so, hier sind die Lastwagen ja sehr schwer beladen mit Soja und Weizen. Das muss ja transportiert werden an die Häfen. Dann ist da so ein Hügel, der Lastwagen fährt vor allem 30 km/h. Und dann ist da genug Platz, da kann man 10-mal überholen. Und da habe ich überholt, da hat mich die Polizei oben abgefischt. Nach 10 Jahren das erste Mal. Und was ist dann passiert? Bist du in den Knast gekommen? Nein, ganz okay. Hat die Buße gegeben. Ja, dann bin ich weitergefahren. Also ich musste da nichts bezahlen vor Ort. Das wird dann, ja. Also digital ist das Land viel fortgeschrittener, als man sich das vorstellen kann. Ist alles digital, sogar mein Führerschein ist hier digital drin. Also kann ich denn mit so einem QR-Code. Also QR-Code ist hier gang und gäbe. Ja, man kann hier, es gibt ja man kriegt da so ein Pix, nennt sich das. Das heißt sehr populär. Dann kann sich instant Geld schicken. Das ist natürlich über die Zentralbank. Das ist hier schon eine Vorstufe zum CBDC. Ja, das ist ja alles sehr gerne angenommen. Ja, obwohl hier auch sehr viel mit Bargeld. Wenn ich so Leute sehe, stehen dann Montag Schlange dann vor den Banken, um sich Bargeld oder irgendwelche Renten abzuholen. Das denke ich mir auch. Ist ja schade, dass sich die Beine in den Bauch stellen. Also Bargeld ist halt Freiheit. Ja, aber hier die Digitalisierung wird sehr gerne angenommen. Und irgendwann kann auch jemand passieren, aufgrund von Bekämpfung der Kriminalität, Drogenhandel sind jetzt alle 100 Realscheine abgeschafft, also die wertlos. Aber du kannst sie in der Bank einlösen, dann musst du natürlich erklären, wo du es her hast. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Wie es in Indien schon mal passiert ist, vor ein paar Jahren, da war mein bester Freund, der Christian, war mal dort, hat dann mal gearbeitet, im gleichen Konzern. Da ist das passiert von heute auf morgen. Konnte er das nicht benutzen. Viele machen sich in Europa gerade Sorgen wegen der Energiekrise, wenn man das so nennen soll, beziehungsweise Knappheit. Bei uns wird ja sehr viel mit Energie erzeugt mit Erdöl und Erdgas. Und ich habe gelesen, das ist auch in Brasilien so. Also 50% der Energieträger oder der Primärenergieversorgung in Brasilien wird mit Erdgas und Erdöl hergestellt.
nur ganz wenig Wasserkraft, ungefähr 14%, wenn ich mich da richtig erinnere, sind das gewesen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie sicher ist denn das Stromnetz? Und macht man sich dort in Brasilien, sollte man sich auch Sorgen machen, dass die Energieversorgung zuverlässig ist? Beziehungsweise gab es auch erhebliche Preissteigerungen, also den Strompreis ganz speziell jetzt in letzter Zeit? Was kannst du dazu sagen? Gut, ich bin ja ein Besserverdiener. Ich sehe, dass es teurer geworden ist. Ich bezahle es einfach. Aber für die mit Mindestlohn leben, mit 250 € im Monat, die trifft das natürlich sehr hart. Also wir kochen auch mit Gas. Und das sind Gasflaschen, das ist unten am Gebäude angeschlossen oder teilweise schließen das auch dran an. Teilweise gehen die Brasilianer hier in Argentinien Gas kaufen. Also dürfen sie offiziell nicht, wenn sie nicht kontrolliert werden, ist es noch billiger dort. Ja, ist gestiegen, aber wenn man die Inflation, die aktuellen statistischen Warenkörbe anschaut, die ja natürlich Definitionssache sind, offiziell sind es jetzt 7, aber inoffiziell Shadow Stats mäßig ist wahrscheinlich 15-20%. Also Service ist natürlich sehr sehr rein. Also wenn ich jetzt Pilatesunterricht oder mir mal eine Massage gönne, es hat immens zugenommen, also in den letzten 2 Jahren. Alles in allem ist das alles, kann man natürlich auch sein Geld, was man jetzt daily braucht, gut anlegen, was das dann auch ausgleicht, kompensiert. Offiziell wird gesagt, es gibt Realzinsen, ja, also der Zinssatz von der Zentralbank ist bei 13,75. Das hält sich schon seit ein paar Monaten. Die haben die jetzt auch nicht erhöht. Die USA hat gestern erhöht um 25 Basispunkte. Hier hält sich der stabil. Inflation ist offiziell unter 7%, also geringer als in Deutschland, UK und so weiter. Also das hat sich ja total umgedreht. Die Währung hält sich stark, weil halt natürlich Commodities. Die Währung ist letztendlich mit Commodities hinterlegt. Ja? Mit brasilianischen Real kannst du dir was zu essen kaufen. Weizen, Soja, das ist essentiell. Ich meine, USA hat auch Rohstoffe. Petrobras hat die größte Dividende der Geschichte ausgezahlt, aber es ist halt ein halbstaatliches Unternehmen. Jetzt, wo die linke Regierung wieder an der Macht ist, die wird sich vielleicht wieder selbst daran bedienen. Es gibt auch Bilanzfälschung, eine Ladenkette, die haben die Ex-CEOs da irgendwas gefälscht. So eine Brauerei, Ambev, gibt es jetzt auch Gerüchte, dass sie da irgendwie, also so Wirecards gibt es ja auch. Also aber trotzdem ist es eine sehr interessante Börse und interessanter Finanzmarkt, aber sehr klein, also kleine Portionen. Jetzt ist ja auch für dich als Familienvater, ich meine, gibt es ja auch immer Dinge, die jetzt sehr wichtig sind, jenseits jetzt Dinge wie zum Beispiel das Business gut läuft, also zum Beispiel ja gesundheitliche Versorgung oder auch Schulbildung. Wie siehst du das in Brasilien? Du bist jetzt ja in einer relativ kleinen Stadt. Ist es was, wo du dort dann ein staatliches System in Anspruch nimmst oder Privatvorsorgen? Wie ist es? Also unser Sohn ist ja 5. Seit dem 4. Lebensjahr wäre er quasi kindergartenpflichtig hier, aber wir haben einen sehr guten Anwalt, der Homeschoolers unterstützt. Und die Brasilianer staunen immer, wie gut er auch Deutsch spricht, dass er zweisprachig aufwächst. Und wenn der jetzt im Kindergarten gewesen wäre, hätte er jetzt nicht so viel Kontakt auch daily mit mir, dass ich dann nach sein Deutsch, natürlich spricht er Portugiesisch viel besser. Ich bin ja der Einzige mit der Mutter, die Mutter spricht auch Deutsch. Natürlich jetzt als jemand, der als Vater, der Deutsch perfekt spricht wie ich, hat schon Einfluss. Er geht auch, also wir nehmen Privatunterricht mit Lehrern. Da geht er hier regelmäßig zum Einzelunterricht oder Kleingruppenunterricht. Das machen wir bewusst so. Ich möchte auch nicht, also es gibt ja auch, das sagen Brasilianer auch, in dem Schulsystem und auch im Universitätssystem, gibt es auch eine Universität, da wird man eher links indoktriniert. Also ich habe ja auch mal in Kuba gelebt, 2001. Habe ich da ein Semester studiert in Havanna. Also ich will nicht, dass mein Sohn irgendwie links angehaucht wird. Aber das ist nicht der Grund eigentlich. Ja. Es ist einfach, dass wir unseren Sohn da fördern und stärken, was ihn am meisten interessiert. Also stärken und nicht Schwächen ausgleichen versuchen wollen. Du machst jetzt eigentlich Homeschooling und im Grunde genommen ist es zwar nicht wirklich legal, aber Nein, es ist nicht illegal. Es ist nicht gegen die Verfassung. Wir haben da einen Anwalt, der spezialisiert drauf ist. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Es gibt sehr große Homeschooling-Communities. Wir sind auch in der Homeschooling-Gruppe drin. Wir haben hier auch Events, gehen wir auch hin und wieder hin. Und es gibt auch ein Gesetz, was in Arbeit ist, was regularisiert wird. Es gibt einige Städte, zum Beispiel Brasilia, die Hauptstadt, es ist regulär erlaubt. Ja, auch hier in der Nachbarstadt. Also es gibt Mittel und Wege, wenn man das unbedingt machen will. Wir hatten ja vorher ein bisschen Bedenken, ob das wirklich möglich ist. Es gibt Mittel und Wege, das durchzusetzen. Man sollte nicht so einfach eben aufgeben, ja, das steht so drin und
Ja, es gibt eine Bildungspflicht. Wir dokumentieren auch alles. Also das, was wir unserem Sohn alles bieten, kann das Schulsystem hier nicht bieten. Ja, so. Okay, das heißt, du hast es mit deiner Partnerin entschieden, dass ihr das am besten selbst in die Hand nehmen, weil eben im Grunde genommen ihr eine bessere Schulbildung hier für euren Sohn sicherstellen könnt. Und die Lage, würdest du so sagen, in Brasilien, weil wir haben immer wieder Leute, die das interessiert, ist so ein bisschen, es ist zwar legal, aber vielleicht nicht 100%ig und man braucht auf jeden Fall, sollte sich hier möglicherweise an eine Homeschooling-Community anschließen, damit man hier nicht im luftleeren Raum schwebt und unter Umständen Probleme bekommt mit den Behörden. Ja, die Leute machen einfach ihren Job, die gehen jetzt nicht dahin. Wenn die sehen würden, wir verwahrlosen unser Kind und kümmern uns gar nicht um ihn oder so, dann wäre das anderes. Dann finde ich das auch okay. Aber es gibt auch super Schulen, internationale Schulen. Leider lebe ich nicht in Curitiba. Also wenn ich in Curitiba zum Beispiel leben würde, da gibt es Privatschulen, Schweizer Schule, deutsche Schule, amerikanische Schule. Gibt's alles. Habe ich auch alles schon recherchiert. Wäre auch eine Option. Hier gibt's jetzt auch Privatschulen. Ja, bis jetzt hat das gut geklappt. Die Lehrerin hat letztes Feedback gegeben. Der Sohn ist super intelligent, der hat eine super Auffassungsgabe. Auch diese Kritik, die üblicherweise ausgeübt wird, ja, kein sozialer Kontakt und so weiter, ist gar nicht möglich. In Brasilien ist das unmöglich. In Brasilien unmöglich. Also überall hat man Kontakt, ständig. Wenn man irgendwo hingeht, die Brasilianer sind sehr kontaktfreundlich, die Kinder spielen miteinander und einer isst dann Popcorn essen und sagt, hey, willst du auch Popcorn essen? Also das wird alles geteilt. Das ist so ein bisschen kollektivistisch, sage ich mal, auf freiwilliger Basis, ja. Und wie ist die medizinische Versorgung? Also ist das was du dann privat regelst oder gibt es Krankenversicherung, staatliches Gesundheitssystem? Wie ist das in Brasilien? Also wenn man hier Resident ist, das staatliche Gesundheitssystem for free. Also als ich zum Beispiel letztes Jahr Denguefieber hatte, dann bin ich zum staatlichen Gesundheitssystem hier gegangen. Kostet nichts, ist alles durch das Steuersystem abgedeckt. Wenn man aber eine Operation oder sonst was hat, dann müsste man länger warten. Zum Beispiel meine Schwiegermutter hat einen Leistenbruch. Sie hat gewartet, dann hat sie dann irgendwie 5.000 Real bezahlt, das sind ungefähr 1.000 Euro, und dann hat sie dann in der Privatklinik operiert worden. Das ist alles westlicher Standard. Also ich war letztens beim Augenarzt, ich habe Cash bezahlt, ich habe keine Krankenversicherung, für mich lohnt sich das nicht. Für mich ist wichtig, einen schweren Unfall zu vermeiden, weil hier ist nicht die Ambulanz, die einen sofort super rettet mit Helikopter und so, wenn man das so in Europa gewohnt ist. Für mich ist wichtig, einfach einen schweren Unfall zu vermeiden, dass ich keine Bluttransfusion brauche. Ansonsten halt ein gesund Leben. Und wenn das ist, bezahle ich den Arzt Cash und ich habe da, glaube ich, 50 Euro bezahlt für hat dann mein Auge gebucht und alles. Es ist jetzt, kostet nicht die Welt, dann muss ich da nicht monatlich was bezahlen. Wenn man natürlich nicht Rücklagen hat wie wir, dann empfehle ich dann eine Krankenversicherung schon zu machen. Die kostet jetzt auch nicht die Welt. Vielleicht könnte man das auch nochmal vergleichen, ob die internationale vielleicht besser ist, je nachdem, ob man öfter nach Ausland wieder reist. Da gibt es ja mittlerweile gute Angebote, internationale Angebote. Interessant. Aber wenn du so zum Hausarzt gehst oder so, dann gehst du halt einfach über das staatliche Gesundheitssystem, was dann im Grunde sowieso kostenlos ist. Ja, also ich habe mich da jetzt nicht in die Schlange angestellt. Ich habe einfach direkt beim Arzt Termin gemacht und dann bezahlt. Also ich habe nie mehr als 50, 60 Euro bezahlt für einen Termin. Und der Folgetermin für den gleichen Krankheitsfall kostet teilweise auch nichts. Also teilweise habe ich dann selber zum Labor gegangen, habe mir ein Blutbild machen lassen. Ich habe selber entschieden, das und das und das will ich sehen. Also ich beschäftige mich selber aktiv auch mit der Gesundheit. Das nehme ich dann in eigene Hand und dass wir auch nicht wissen, wie viel ist das, wie viel ist dieser Wert. Das kann man ja heutzutage alles auch selber nachprüfen. Man muss ja nicht irgendwie einfach alles dem Arzt glauben, was er mir erzählt. Da bin ich sehr kritisch und ich bin jetzt nur ein paar Mal zum Arzt gegangen. Also das einzige Nachteil ist in dieser Stadt, das ist wieder ein Nachteil von diesem Land aufgrund der Korruption und der Probleme. Hier gab es ein Krankenhaus vor ein paar Jahren, ist abgebrannt, warum auch immer. Und das neue Krankenhaus waren sie am Bauen. Und irgendwie da gab es da Probleme mit dem Bauunternehmen und so, der steht jetzt der Bau. Und die Stadt hat Geld und die muss immer verschiedene Töpfe bedienen. Stattdessen wird hier was gemacht, hier was Schönes gemacht, da wird eine Halle gemacht oder Straßen eine neue. Aber beim Krankenhaus wird nicht weitergebaut. Er ist einfach sehr bürokratisch und es sind verschiedene Töpfe, die wir sie noch bedienen dürfen. Auch wenn der Bürgermeister das machen will, das ist einfach bürokratisches Land. Ja, also nur Kuba war schlimmer, glaube ich. Ja, das kann ich verstehen. Du hast jetzt ja gerade eben schon angesprochen, ja, Korruption, das hört man ja immer wieder aus Brasilien.
du bist jetzt ja auch jemand, hast du vorhin gesagt, der hat das Land gekauft. Hast du jetzt erlebt in diesem ganzen, zum Beispiel beim Landkauf, Grundbucheintragung oder vielleicht auch Baugenehmigung beantragen, ist das was, wenn man da sowas vorhätte in Brasilien, ist das was, wo man dann hier damit rechnen muss, ich sage mal, hier im braunen Umschlag dem Sachbearbeiter zuschieben zu müssen, damit irgendwas gemacht wird? Oder ist es jetzt eher bei ganz großen Projekten so gegeben? Ja, also bei ganz normalem Privatniveau hier auf jeden Fall in dieser Region. Also das ist jetzt nicht, dass da die Leute die Hand aufhalten, nur weil man Ausländer ist und Land abziehen wollen. Man sollte nur aufpassen, wie das eingetragen ist. Also ob das eingetragen ist im Katasteramt oder einfach nur ein Vertrag kauft. Also dass man da eine Immobilie drauf haben darf. Es gibt 2 verschiedene Varianten also bei dem eingetragenen Grundstück kann sein, dass man einen Vertrag hat, das sitzt da quasi drauf. Aber das ist auch in der Regel kein Problem. Also wir haben auch Erfahrungen jetzt hier gemacht mit dem Landkauf und das waren dann auch nicht ganz 24.000 Quadratmeter. Und das haben wir dann mit dem Topografen nachmessen lassen und dann haben wir dann auch entsprechend den Preis reduzieren wollen. Haben wir dann auch geschafft. Und das sind so Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich auch Netzwerke und Kontakte habe. Hier jetzt auch, also ich bin auch mit dem staatlichen Stadtnotar befreundet. Falls jemand da Hilfe braucht, kann ich da auch behilflich sein, auch brasilienweit. Also ich in die Unterlagen einschauen, einfordern und da nachgucken, ob alles sauber ist, ob das korrekt ist. Und ja, dass man da jetzt irgendwie auch Einschätzung geben, ob das jetzt ein fairer Preis ist oder nicht. Ja, interessant. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn wir aus Europa nach Brasilien schauen, das ist oft ein Punkt, der hier doch uns alle immer sehr beunruhigt. Und das ist letztlich dieses ganze Thema Abholzung des Regenwaldes, von dem wir ja hier laufend in der Presse hören, für Landwirtschaft und solche Dinge. Du hast vorhin schon kurz darauf angesprochen. Ist das was auch so unter der brasilianischen Bevölkerung, bei deinen Freunden, bei der Familie deiner Frau ein Thema ist? Wird es einfach so akzeptiert? Sagt man einfach, wir müssen es tun, weil wir eben ja die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln müssen. Gibt es da so ein Bewusstsein dafür wie in Europa jetzt für Klimaschutz, für Umweltschutz, oder ist man da noch ganz weit entfernt in Brasilien? Also Abholzung des Regenwalds ist hier in der Öffentlichkeit kein Thema. Also ich finde auch, nachdem ich hier so lebe, finde ich, dass Brasilien auch ein bisschen ungerecht behandelt wird. Brasilien hat sehr viel Waldfläche, natürlich. Also zum Beispiel in der Hauptstadt von Paraná, Curitiba, braucht man eine Stunde rausfahren, ist dann mitten im Dschungel. Also riesiges Areal. Hier gibt es geschützte Waldflächen, nicht nur jetzt im Amazonas. Ja, es wurde viel abgeholzt. Hier wurde auch abgeholzt und Landwirtschaft betrieben, intensiv. Ich meine, es ist immer gut, auf andere zu zeigen. Also wenn man Wald haben will, dann pflanzt doch mal Wald an in Deutschland oder Schweiz. Kehr doch erstmal auf deinen eigenen Hof. Ja, hier gibt es Probleme. Die will ich nicht abstreiten. Aber Brasilien hat en masse Wald, genügend. Und es wächst auch schnell zu, wenn man mal etwas brach liegen lässt. Also die Natur holt sich sofort alles zurück. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so krass. Ich bin hier jetzt auch nicht mega im Thema drin. Also ich finde das nicht gut. Ich bin nicht für Abholzung des Waldes. Also das ist, aber die Polizei geht auch dahinter, dass man auch zum Beispiel diese verbotenen Hölzer, wir haben zum Beispiel im Grundstück so einen geschützten Baum. Wenn wir den abholzen, wird 500 € Strafe. Das wird mit dem Stromnetzanbieter, weil da eine Stromkabel daneben geht und stört ein bisschen, da kann der Ast drauffallen und so weiter. Es ist auch bürokratisch. Also diese Bäume sind geschützt, finde ich auch gut so. Umweltschutz leider schmeißt die Brasilianer einfach ihren Müll überall hin. Also da, wenn wir zum Beispiel von der Hauptlandstraße abbiegen, da müssen wir noch 2 Kilometer Landstraße fahren, dann schmeißen die Leute immer wieder ihren Müll. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da eine Kamera aufstelle. Aber da mache ich mir wahrscheinlich auch strafbar. Ich finde das einfach schade, aber diesen Müll abwerfen gibt es auch in Deutschland oder Schweiz. Ich weiß nicht, also gibt es auch keinen richtigen Werkhof, wo man irgendwie den Müll wegbringen soll. Hier wird auch der Müll sortiert, Biomüll und Recyclingmüll, den machen auch die meisten. Dann wird das abgeholt, das funktioniert auch gut. Aber dieses Bewusstsein, ich hebe das mal auf, schmeiße in den Mülleimer, ist nicht so gang und gäbe, leider. Also PET-Flaschen liegen überall rum oder irgendwie. Ich weiß nicht, was die in der Schule hier lernen, aber das lernen sie irgendwie nicht. Das ist nicht so wie in Deutschland oder Schweiz. Leider. Also ich will nicht sagen, dass alle so sind, aber im Durchschnitt ist es eher
erfahren. Also wir erziehen unseren Sohn, wenn sobald irgendwo Müll wegwirft und nicht das Wegwerfen, Aufheben, mitnehmen nach Hause oder in den Mülleimer, der da ist, werfen. Ja, ich meine, ist ja klar, ich denke, wenn man jetzt in einem sehr entwickelten Land wohnt, wie Deutschland und so oder Europa, dann ist man, da kann man natürlich relativ leicht reden. Ist ja klar, dass wenn man im Land wie Brasilien wohnt, das sind ja die Prioritäten auch ganz andere, ja. Für einen Großteil der Bevölkerung, natürlich jetzt nicht für jeden. Da gibt's ja auch gut situierte und Wohlhabende, aber ich meine, denn da ist natürlich vielleicht das Thema Umweltschutz, Klimawandel und so steht auf der Liste der Prioritäten eher weiter hinten, ja, wenn es jetzt darum geht, erstmal hier für die Bevölkerung oder Teil der Bevölkerung aus der Armut zu heben, ja. Ja, es gibt eine große Working Poor hier. Man sieht die Armut nicht so. Man sieht ja nicht, ob er sein T-Shirt jetzt mit 5 Ratenzahlungen gekauft hat. Oder? Also die Leute sehen ganz normal aus, scheinen auch glücklich zu sein. Es gibt ja einfach keine Mittelschicht. Also entweder ist man gut, ja, in der Oberschicht, oder man ist irgendwie in der Unterschicht. Irgendwie Mittelschicht ist man mit auch sehr hart. Also die direkten Steuern sind ein Thema, aber die indirekten Steuern sind auch massiv. Also zum Beispiel, wenn ich ein T-Shirt kaufe, ist ja teurer, weil das ist eine ökonomische Barriere. Import ist sehr teuer. Alles, was $1 kostet im Ausland, kostet ja dann $2 nach dem Import. Und dann muss es für $6 nach kaufmännischer Regel mindestens verkauft werden, ja, damit man da noch einen Profit nach Abzug der Steuern. Das ist massiv. Also die indirekten Steuern. Jemand, der einen Mindestlohn von 250 € bekommt, der zahlt keine direkten Steuern, Lohnsteuern. Aber sobald er im Supermarkt Lebensmittel kauft, ist die Hälfte noch für Steuergeld drauf, ja, und Gebühren. Das weiß er direkt natürlich nicht. Und da die linke Regierung macht das auch nicht zum Thema, dass man die Steuern senkt. Die rechte Regierung vorher hatte der zum Beispiel die Steuern auf Benzin gesenkt. Ne? Jetzt ist der Steuerraum erhöht worden. Also ist alles, also da kommt ganz was anderes raus immer, als was auf der Packung steht. Was sagt denn eigentlich deine Freunde und deine Familie dazu, dass du in Brasilien wohnst? Sagen die, ja, Ümit, also du spinnst ja, du könntest doch hier mit uns in der Schweiz, in Deutschland leben. Sind die neidisch? Was ist so was sagt deine Familie zu deinem Leben in Brasilien? Also ich kann mich erinnern, ich habe ja für eine gewisse Zeit in Texas gewohnt und hatte da auch eine Ranch und so. Und also meine Familie hat immer gedacht, der ist verrückt, ja. Also der hat sie nicht alle, ja. Wieso macht sowas jemand? Wieso dahin nach Texas? Also da, wo die Leute wo jeder mit einer Kanone am Gürtel rumläuft und so, ja, warum macht so jemand sowas? Ist mir das auch begegnet oder wie reagieren Freunde und so? Ja, ich dachte auch, da wo die Leute Waffen haben, ist es unsicherer. Nein, mittlerweile denke ich anders. Da wo die Leute Waffen haben, ist es eher sicherer. Ich bin auf Schießverein, bin Sportschütze offiziell, aber auch einen Waffenschein. Ich habe mir noch keine Waffe gekauft, weil es etwas sündhaft teuer ist. Eine Waffe, die $200 kostet in den USA, kostet hier $1.000, also umgerechnet. Wahnsinn, wegen Steuern oder was? Nur so ein bisschen schießen, ein bisschen üben. Und wenn ich da auf dem Landhaus bin, dachte ich, falls ich überfallen werde oder so, dass ich dann zur Not irgendwie mich wehren kann oder so. Neidisch sind die Familie und Freunde nicht. Sie sind einfach neugierig, jemanden zu hören, der aus einer ganz anderen Perspektive kommt. Es gibt natürlich Leute, die gleichgültig sind, die interessiert das nicht. Aber es gibt Leute, die natürlich weltoffen sind, die mal im Ausland gewesen sind, ein bisschen neugieriger, Deutschland und Schweiz kennen. Also das ist immer anders, unterschiedlich. Ja. Also es ist, also Neid spüre ich überhaupt nicht. Ja. Also ich muss sagen, du machst einen sehr relaxten und sehr entspannten Eindruck. Und da frage ich mich natürlich, warst du schon immer so? Oder hat dich das Land Brasilien verändert diesbezüglich? Was sozusagen der Bevölkerung abgeguckt? Oder ist es sozusagen die Konsequenz dieses eines entspannten Lebens? Wie würdest du das sehen? Ja, ich hatte nicht immer ein relaxtes Leben. Also hier in Brasilien ist alles relaxter. Ja, also die Leute sind sehr positiv, immer Daumen hoch, beleza, tudo jóia. So. Das hat mich auch angesteckt. Ich mache auch mal so Daumen hoch. Positiv und immer nach vorne schauen. Ja, es gibt Probleme. Es ist eine ganz andere Lebensfreude. Das muss man einfach erlebt haben. Ja, es ist einfach anders. Das gefällt einem oder gefällt einem nicht. Es ist nicht alles perfekt. Ich reg mich auch über Sachen auf, ja, die nicht funktionieren. Da wünsche ich mir auch, dass ich dann lieber in der Schweiz bin, wo ich die Uhr nachstellen kann, wann der Bus kommt oder Zug. Und es ist einfach,
Dann schaue ich mir einfach das Wetter an und versuche das Positive zu sehen. Das liegt bei uns, ja, ob wir das positiv oder negativ sehen. Hier gibt es Licht und Schatten. Das ist ein Land der Superlative und Widersprüche. Ja, und da habe ich mir jetzt hier so eine Nische gefunden für meine Familie, wo wir uns wohlfühlen. Ja, das passt für uns. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist. Ja, aber wer mit wenig nicht zufrieden ist, der kann auch mit viel nicht glücklicher sein. Das ist mein Lebensmotto. Sehr gut. Ja, also ich fand das Gespräch sehr spannend. Wir haben jetzt noch am Ende immer 3 Fragen, eine kurze Frage und wir wollen eine möglichst knappe Antwort dann haben. Ja. Also, erste Frage. So ein Land wie Brasilien fast unvorstellbar. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt nur einen Tag und würde nach Brasilien kommen, in deine Gegend, wo du jetzt gerade lebst. Was würdest du mir empfehlen? Was muss ich unbedingt gesehen haben? Ja, in meiner Gegend würde ich Florianópolis sagen, Santa Catarina, Blumenau. Und wenn man aus Deutschland kommt oder Österreich, Schweiz, dann ist es diese Einwandererkultur, diesen Fußabdruck zu sehen. Das muss man gesehen haben, weil das wusste ich vorher alles gar nicht. Welches lokale Gericht im Restaurant muss ich unbedingt gegessen haben? Churrasco natürlich. Also hinsetzen im Restaurant und dann kommen die Fleischspieße und dann irgendwann das Fleisch, was einem gefällt, und dann kann man wieder nachbestellen. Und ja, das muss man einfach mal erleben haben, ist gar kein Vergleich, was mit dem Fleischgeschmack hier angeht. Aber hier braucht man überhaupt keine Soßen oder sonst was. Das Fleisch selbst ist einfach geschmacksintensiv. Sehr gut. Ja, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Letzte Frage, Ümit. Was muss ich als Ausländer in Brasilien unbedingt vermeiden? Ja, wenn man zu diesen typischen touristischen Hotspots geht, dann vielleicht nicht so sehr auffallen als Tourist, nicht so viele Wertsachen an sich tragen, einfach vielleicht wichtigste Karte vielleicht sogar im Safe lassen im Hotel, nur Bargeld ein bisschen mitnehmen, vielleicht ein altes Handy oder so oder deine Backup haben, Handy, falls man überfallen wird. Nicht den Helden spielen, einfach alles abgeben. Ja, einfach, Brasilien fällt man nicht auf. Es ist wie jede Art von Menschenstyp, also weiße, dunkle, es ist ja alles gemischt, ja. Sehr gut. Ja, also es war ein tolles Gespräch, habe mich gefreut, Ümit. Jetzt, du bist ja jemand, der jetzt auch andere coacht und anderen hilft, die nach Brasilien auswandern wollen. Wenn jetzt jemand nach diesem Gespräch Interesse hat, hier sich von dir beraten zu lassen, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, wie kann er dich am besten erreichen? Gibt es eine Webseite oder Facebook-Page oder sowas? Was sind deine Kontaktdetails? Also ich mache das ganz simpel, einfach mal eine E-Mail. Ich antworte in der Regel ganz schnell. Ich freue mich immer wieder, wenn Menschen mich anschreiben, weil ich helfen kann. Aber ich mache das ein Vergnügen. Das ist auch so ein bisschen Heimatgefühl mit Menschen aus meiner alten Heimat quasi in Kontakt zu bleiben. Eine Webseite ist in Arbeit und Social Media habe ich da jetzt auch noch nicht, aber falls das kommt in den nächsten Tagen, Wochen, arbeite ich dran, dann kann ich das ja nachreichen. Ümit, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche eine ganz gute Zeit in Brasilien. Ja, war mir auch ein Vergnügen und alles Gute euch allen, den Zuhörern. Schöne Grüße aus Südbrasilien. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.